Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe YouTube-Freunde, heute wieder bei Cargold. Wir haben heute ein ganz besonderes Porsche 356 SC Cabriolet. Die Autos sind ja wunderschön, die sind auch sehr gesucht, aber es gibt ganz wenige, wo wirklich alles passt und alles stimmt. Und das können wir bei dem Auto auf jeden Fall sagen. Er ist voll restauriert in Deutschland bei einer absolut bekannten Top-Adresse. Es ist wirklich alles gemacht worden. Er ist genau in die Farbe versetzt worden, wie er seinerzeit bei Mahag in München ausgeliefert wurde. Er ist grau und hat schwarzes Leder mit Nackenrollen, hat die entsprechenden Scheibenräder in Chrom gelocht. Genauso ist er dokumentiert ausgeliefert worden. Wir haben ein Porsche-Zertifikat und das ist eigentlich von den 356ern, neben dem 2 Liter, der interessanteste, den es gibt. Das ist ein 356 SC von 1964 und das ist ein Wagen gewesen mit 4 Scheibenbremsen. Das macht ihn so besonders, hat 95 PS, der geht richtig, der läuft 185 Stundenkilometer Spitze. Ja, und dann ist er in einem perfekten Zustand, wo wirklich alles passt, inklusive Porsche-Zertifikat. Ist ein Jahr gefahren von seinem Besitzer. Ich glaube, der hat zu viele Autos, hat jetzt auch andere Dinge, deswegen haben wir ihn wiederbekommen. Das Auto ist für ein Vermögen restauriert worden und im Detail zeigen wir euch das gleich. Also das ist einer der besten 356, die ich je gehabt habe und im Detail könnt ihr das auch gleich sehen. So, da werde ich mal starten, fahren wir mal los. Ich denke, dass der auch genauso gut läuft, wie er aussieht. Ja, heute Fahrt Porsche 356 ist ein sehr, sehr beliebtes Auto. Beim 356er gab es auch keinen Neidfaktor. Oder sagen wir mal, das ist zumindest in der Zeit gewesen, da war ich noch kleiner Junge, das weiß ich nicht so genau. Heute jedenfalls gibt es bei so einem Auto keinen Neidfaktor. Ist ein Wagen, der hervorragend läuft, der sehr wertstabil ist. Und die Preise gehen im Moment nach oben, was ein 356 angeht. Also schaut euch mal dieses schöne Armaturenbrett an. Hier hat er fast 10.000 Kilometer. Aber ich sage mal, das will jetzt nichts heißen. Also die tatsächliche Laufleistung wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er von 2019 3 Jahre lang restauriert wurde, mit Akte, mit Dokumentation. Die zeige ich euch später. Es ist alles gemacht worden. Und als er dann damals in die Werkstatt kam, wo das gemacht wurde, ist sowieso alles auf Null gestellt worden, alles revidiert worden, streng nach Akte von einem absoluten Spezialisten. Und das spürt man, das sieht man hier in jedem Detail. Geht los bei den Instrumenten, das ist die VDO-Uhr in einem sehr guten Zustand. Hier vorne haben wir den Tachometer bis etwas über 200. Der Wagen war ja 185 Stundenkilometer schnell. Hier ist der Drehzahlmesser. Das Modell SC war bekannt mit 95 PS, der musste über Drehzahlen bewegt werden. Deswegen hat er ja auch 95 PS gehabt. Das ist übrigens der erste Porsche gewesen, also das Modell C und SC mit Scheibenbremsen. Das Auto konnte man richtig vollwertig und sicher bewegen. Wenn man sich überlegt, dass die Grundlage des Autos ja eigentlich ein Käfer war, war das eigentlich seine beste Ausprägung, seine weiteste Entwicklung. Damals im Baujahr 1964, die sind bis 1965 gebaut worden. Danach war Schluss, dann kam der berühmte Porsche 911. Ja, und bis dahin hat hier Porsche seine großen Erfolge gefeiert mit dem Auto. Und es ist sehr selten, also ein Wagen, der nicht aus USA kommt, sondern eine deutsche Auslieferung hat, und dann auch in dem tollen Matching Numbers Zustand und Matching Colors. Also alles, was heute bei einem historischen Automobil wichtig ist, vereinigt das Auto hier in seiner ganzen Form in einem Fahrzeug. Ja, und so wie ich hier fahre, also der fährt sich toll. Das ist genau genommen von der Qualität ein Jahreswagen. Und das findet man am Markt sehr selten. Es gibt vielleicht Leute, die finden manche Farbe besser. Ich finde es sehr edel und sehr dezent. Aber er ist halt so gebaut worden und es ist heute gut. Wir werden ja immer wieder gefragt, welche Farbe soll ich machen bei meinem Oldtimer. Mittlerweile ist wichtig, dass die Farbe lackiert ist, wie er seinerzeit die Welt, das Licht der Welt erblickt hat. Und so ist das hier eben auch. Was ich schön finde, ist aus Sicherheitsgründen, er hat Nackenrollen. Das ist wichtig bei einem Oldtimer. Da kann ja immer mal was passieren. Übrigens ein Vierganggetriebe. Wir
warten noch ein bisschen, bis wir mehr Gas geben, er ist noch nicht ganz warm. Also das Einzige, wo man so ein bisschen kritisieren kann, das ist das Holzlenkrad hier. Das gibt es besser. Gab ja dieses tolle Holz-Carrera-Lenkrad, aber es kostet ein paar tausend Euro. Oder halt das Originale, das hat er nicht. Und wir müssen den Besitzer mal fragen, ob er das noch hat. Das weiß ich nicht genau. Aber das ist so das Einzige an dem Auto, was mir aufgefallen ist, wo man sagen könnte, naja, hier vorne übrigens die Heizungshebelchen, warm und kalt. Hier Christophorus-Plakette, immer zu Diensten, sicher auf allen Wegen und Straßen. Da haben wir das originale Porsche Autoradio drin. Hier der Aschenbecher hier vorne. So sah das damals aus. Zu der Zeit rauchte man ja, das war absolut schick. War so Anfang der 60er Jahre. Und das ist halt ein Modell der C-Serie. Es gab einen 356a Porsche Anfang der 50er Jahre. Dann gab es den B, das war so Ende 50, Anfang 60. Und von 1963 bis 1965 dann diese Serie, es war die letzte. Und das war auch die beste und ist heute die gefragteste und gesuchteste, weil er hat den besten Motor, den schnellsten Motor. Und ich sag mal, mit so einem Auto 185 fahren, das war schon eine Ansage. Es gab da noch den 2-Liter Carrera mit 130 PS, aber das ist ein reines Sammlerstück, das kostet ja heute 600.000, 700.000 Euro. Also für jeden Tag zu fahren, einen schönen Oldtimer für die Freude und Spaß zu haben, ist das hier die beste Wahl. Und der ist auch preislich einigermaßen im Rahmen, wenngleich gute Modelle knapp unter 300 kosten, wenn sie wirklich perfekt sind. Und die haben aber, wenn ihr die letzten 20 Jahre euch Entwicklung beim 356 mal anschaut, geht immer nach oben. Das ist einfach ein gesuchter Wagen. Ihr könnt an jeder Rallye damit teilnehmen. Der kommt jede Bergstrecke hoch. Der bremst gut, der hat 4 Scheibenbremsen, hat genug Kraft und hat immer einen stabilen Wert. Und man verbraucht mit so einem Auto 10 bis 13 Liter, mehr nicht. Ist also noch einigermaßen aktuell auch, was er so bietet. Schöner Wagen. Kommt ein VW-Bus da vorne. So, unsere schöne Bergstrecke. Jetzt haben wir es gerade nochmal einen schönen Spätsommer. Wir haben den 1. September oder den 2. September. Schönstes Wetter in den Alpen, wenig Verkehr, die Urlauber sind alle nach Hause, sind aus den Ferien alle jetzt zurückgekehrt. Hier ist also wenig los. Das kann man ja hier sehen an den Straßen. Da macht so ein Wagen richtig Spaß. Ich meine, das Auto wiegt nicht viel. Der wiegt 950 Kilo und deswegen sind 95 PS eine ganze Menge. Nochmal zu den technischen Daten. Er hat 4 Zylinder, Boxermotor luftgekühlt, 95 PS, wobei dieser hier ungefähr 100 hat. Die haben die Maschine hervorragend restauriert und dementsprechend dynamisch fährt das Auto. Also das merke ich sofort, der ist wie ein Jahreswagen, der fährt toll, ist ein wirklich schönes Auto und er ist im Detail klasse gearbeitet, zeige ich euch gleich mal. Und so eine Arbeit kann eigentlich nur von jemandem gemacht werden, der sich wirklich gut auskennt, der weiß, was er tut. Das ist übrigens auch ein bekannter Name, den ich schon Jahrzehnte kenne. Und die Jungs aus der Porsche-Szene, wenn wir den Namen sagen, aber das lassen wir jetzt mal diskret, aber es steht alles in der Akte, da sagt jeder, aha, wenn er da gewesen ist, wissen wir, was wir haben. Ja, so ein Wagen ist das hier. Ja, Porsche 356 SC Cabriolet, hier haben wir ihn, steht hier hinten drauf. In goldener Farbe, SC, und das ist auch wirklich ein echter SC. Viele sind ja umgebaut von den Autos. Wir haben es von Porsche bestätigt, das ist ein originaler SC. Es geht mal los, hier hat er diese tolle Gepäckbrücke, die ist original. Die hat es damals dazugegeben. Dann hier die schönen Lichter in einem wirklich neuwertigen Zustand. Und das ist das Tolle an dem Auto. Jedes Detail, was man sich hier anguckt, ist wirklich hervorragend. Damals hier die Stoßstangenecken verchromt. Da hinten war der Auspuff, daran konnte man 356 klassischerweise erkennen. Ja, ich mache euch mal auf, hinten den Motorraum, die Klappe, damit ihr mal sehen könnt, wie das unten drunter aussieht bei unserem 356. Hier die Maschine komplett restauriert. Die entsprechenden bekannten Vergaser beim 356 SC. Motor hat ca. 100 PS, original sind 95 PS. Aber das macht man ja gerne mal heute, wenn so eine Maschine überholt wird. Dann wird sie auf einen optimalen Leistungsstand gebracht. Das hat er hier.
Also 185 Stundenkilometer, die sind damals angegeben, die sollte er auch bringen. Wobei man fährt ja üblicherweise mit so einem Wagen vielleicht 150, 160. Das reicht auch vollkommen. Wer sich noch an Käfer erinnert, genau genommen ist das ja so eine Art Weiterentwicklung vom Käfer, aber halt in einem hervorragenden Zustand. Die Schwachstellen beim 356 ist ja oft die Karosserie, die auch teilweise unten völlig löcherig ist, wenn man die mal abbeizt. Oder hier vorne rosten sie gerne. Und das ist bei einem Auto, was wirklich komplett fotodokumentiert, restauriert wird, alles in einem perfekten Zustand. Und das könnt ihr auch hier sehen. Ihr wisst ja, Spaltmaß, wie sitzt die Tür, wie scharfkantig, wie ist der Lackauftrag, wie viel Spachtel ist drauf. Also wenn ich mir hier die Flächen bei dem Auto betrachte, die sind wirklich absolut hervorragend. Und ich bin der Meinung, man kann das also von der Handwerksarbeit nicht besser machen. Gibt ja die bekannte Firma Hackenberg, das ist nun kein Hackenberg-Auto, aber auf gleichem Niveau, auch aus Deutschland gemacht, also wirklich klasse. Das seht ihr auch hier vorne, das ist die Haube, top eingepasst, top Lackarbeit, also wirklich erste Klasse. Hier ist ein Kaffeefleck drauf, warum auch immer, das weiß ich jetzt nicht. So, ist weg. So, hier vorne ist der Deckel, da hat man damals getankt. Sprittank, ungefähr 65 Liter. Hier vorne auch wieder Spaltmaß. Seht euch mal diese Details hier am Auto an. Also da könnt ihr sehen, das ist alles neu, das ist alles top. Hier, schaut euch das mal an. Also man kann es nicht besser machen. Damals bei Auslieferung haben die Autos auch nicht besser ausgesehen. Bin sogar der Meinung, einen Tick schlechter, weil die damals Anfang der 60er Jahre noch nicht so perfekt waren in der Fertigung, wie sie das heute sind. Schaut euch die Chromfelgen an. So ist er ausgeliefert worden. Auch hier Zustand neuwertig. Es sind die teuersten Reifen da drauf, Redestein, das, was da drauf gehört. Also den Besitzer des Autos kenne ich länger, er hat mehrere Fahrzeuge. Und wenn er sagt, ich lasse jetzt einen Wagen voll restaurieren, der Mann ist ganz penibel und guckt absolut auf Perfektion. Und das ist bei dem Auto umgesetzt worden. Ich glaube, das könnt ihr auch sehen. Auch die ganzen Flächen, so wie der hier dasteht. Ich finde, das ist ein ganz feines, ein ganz edles Fahrzeug in einer absoluten Spitzenqualität. Und ich sage mal, das kann man so selten sagen. Es sei denn, der Wagen ist völlig original, dann muss man sagen, das ist Werkszustand. Er hier ist voll restauriert und es stimmen an dem Auto wirklich alle Daten und alle Fakten, die man braucht. Also wenn ein 356 SC Cabrio, ich sag mal, besser kann ich es nicht liefern. Schaut mal hier in die Türen, wie schön das alles gearbeitet ist. Auch die Lederarbeit, das sind die Taschen für die Karten, die Armauflehne. Also ob das die Beschläge für die Sitze sind oder die Sitze selber, das ist Auslieferungszustand seinerzeit Porsche. Man kann es nicht perfekter machen. Schaut euch die Schlinge an, die Teppichböden, die sind original damals auch so verbaut worden. Das ist auch jetzt wieder so. Also wirklich ein tolles Auto. Und auch hier, so war das Original. Hier ist nichts kaputt. Ich glaube, die haben alles, was nicht mehr im ordentlichen Zustand war, was man nicht aufarbeiten konnte, einfach neu gekauft. Es gibt ja heute für sehr viel Geld die entsprechenden Ersatzteile. Ich weiß aus den Rechnungen, dass man hier nicht gespart hat. Soll ich mal die Akte rausholen? So, dementsprechend 356 SC Cabrio. Ich habe euch ja gesagt, der Eigentümer des Fahrzeuges hat eine ganze Menge an Rechnungen, an Fahrzeugen. So, hier haben wir die Original-Auslieferungsdatenkarte 1964. Dolphin-Grau, da könnt ihr sehen, Lederschwarz, das ist das Auto. Ist auch von Porsche. Hier, Antenne war damals ein Extra und die Lochscheibenräder, die er heute auch noch drauf hat. Mahag München, von Herrn Schmidt verkauft. Ne, der hat es bestellt, das war in München, Entschuldigung. So, hier Certificate of Authenticity, echtes Auto, alles Matching. Und hier sind also jede Menge Gutachten, da steht übrigens Zustand 1 drin, dass es ein Einsatzzustand ist. Also ein ziemlich dickes Gutachten, auch nicht so ein normales mit 2 Seiten, sondern umfangreich. Und hier, also da könnt ihr gucken, wo ihr will, ob das Porsche ist oder wie auch immer. Es ist alles perfekt vorhanden. Ein wirklich perfektes Auto, komplett dokumentiert. Und die Restaurierung, die ist jetzt nicht erst, weiß ich nicht, 1980 gemacht worden, sondern ich sag mal die letzten 3,5 Jahre. Der ist ein Jahr mit dem Auto gefahren und hat jetzt gesagt, gut, okay, ich habe sowieso genug alte Autos und ich behalte nur noch 2, den Rest verkaufen. Es gibt ja manchmal sowas, dass man sagt, ich mache eine Lebensentscheidung, aber es ist natürlich eins klar, also wer in der Perfektion ein Auto machen lässt, das kostet sein Geld. Und es muss auch klar sein, dass die Eigentümer, die das bezahlt haben, mitbelegen, das auch gern wieder haben möchten. Kann ich völlig verstehen. Ein 356 SC kostet ja heute schon sowieso, egal wie der Zustand ist, zwischen 180 und 230.000 Euro. Aber wenn einer völlig neu ist, so wie er hier, und alles Matching hat, wo alles stimmt, dann ist so ein Auto natürlich auch ein bisschen teurer.
Da vorne ist die Haube, da ist immer vorne das Reserverad drin beim Porsche. Und man hat natürlich, wenn man auf Reisen geht, nicht allzu viel Platz. Hier passt ein bisschen rein, das ist ja auch beim Non-Air der Fall gewesen. Und hinter den Sitzen hat man noch ein bisschen Platz. Man kann schon zu zweit gut verreisen, man kommt auch immer gut an. Es ist eine relativ einfache Technik, die überall repariert werden kann, weil es ein einfacher Motor ist, luftgekühlter Boxer. Also eigentlich auch ein schöner Reisewagen. Und wie ich das verfolgt habe die letzten Jahrzehnte, ihr wisst ja, ich bin über 30 Jahre im Oldtimer-Business, im Oldtimer-Geschäft tätig. Die Autos gehen immer noch nach oben. Aber ihr müsst gucken, dass es ein gutes Auto ist. Nicht so ein zusammengespachteltes Ding, da gibt es leider sehr, sehr viele. Und das ist gerade beim 356 sehr, sehr teuer. Und wenn ihr da mal angefangen habt, so einen Wagen zu restaurieren, er kommt kaum noch zum Ende. Kostet richtig Geld. Hier war das der Fall, aber zum Glück bei einer Top-Adresse gemacht. Ach, was er übrigens noch hat von der Firma Webasto, eine Standheizung, war ein seltenes und sehr, sehr teures Extra, hat der Kunde sich einbauen lassen, hat der Wagen auch. Ja, sonst zum Fahren fährt sich total gut. Ich erinnere mich so ein bisschen an Käfer, hat aber richtig Kraft und wenn man hier über 3000 Touren dreht, dann brüllt er auch richtig los, das hört man richtig. Ja. Also der hat richtig Sound und er geht auch nach vorne. Der Auto hat Kraft. Der braucht so ungefähr 11,5 Sekunden bis 100. Definitiv schneller als jeder Traktor. Also für eine Bergstraße ist der Wagen wie gemacht. Der hat der Heckmotorantrieb. Man kann ihn einfach fahren. Er hat eine leichte Lenkung. Servolenkung braucht er nicht. Es hat kein Gewicht auf der Vorderachse und wiegt insgesamt nicht mal eine Tonne. Das ist natürlich toll. Deswegen hat er auch so tolle Werte. Kommt herrlich über jeden Alpenpass, kommt gut um Kurven. Kurvenfahren ist ja auch bei Rallye-Veranstaltungen wichtig und überhaupt bei entsprechenden Veranstaltungen, wo man mit Oldtimern immer gerne gesehen ist, gerade mit dem Porsche 356. Und ich kenne so manchen schweren Wagen, der hier das Nachsehen hat, weil er so schön wendig ist. Und aus dieser Zeit stammt ja auch der tolle Ruf von Porsche, den haben sie zum Glück bis heute beibehalten. Sie bauen nur Autos, ja, die was können, was andere nicht können. So ungefähr kann man sagen. Tolle Form, völlig zeitlos und Fahrfreude und Fahrspaß. Ja, das ist einfach Freude im Auto. Jetzt haben wir hier. Ja, der rauscht aber richtig doch. Geht richtig nach vorne. Also man merkt hier die fast 100 PS. Ja, guck mal, hat Spaß hier. Ja, fährt schön sportlich. Auto, was Spaß macht zu fahren. Also eine Konstruktion für Anfang der 60er Jahre, finde ich das ganz bemerkenswert. Ja, ist eine harte Steigung. Ja. Schade, wieder viele Autos hier. Ne? Also für solche Straßen ist der Wagen wie gemacht. Absolut Fahrfreude pur. 356 macht richtig Laune. Und ich habe das Gefühl, dass die 356 SC immer noch viel zu preiswert sind. Ich glaube, die werden noch mal sehr viel teurer sein. Die Preisentwicklung sieht man ja heute schon beim Porsche 356 Speedster, der mittlerweile bis zu 500.000 kostet. Und wirklich gute SCs gibt es so gut wie gar nicht am Markt. Also laufen tut er wirklich toll. Ja, macht Spaß zu fahren, echt.
Ja, Freude am Auto bei unserem 356. Jetzt haben wir ungefähr 20 Kilometer Probefahrt gemacht. Das Auto läuft absolut klasse. Man merkt, dass der top restauriert ist. Mir ist nichts aufgefallen, was mir nicht gefallen hat. Ein super Wagen. Und man hat halt eben die Freude der Leute auf seiner Seite. 356 ist immer ein Sympathieträger. Die Autos sind zwar verhältnismäßig teuer heute schon geworden, habt einen hohen Nutzen damit. Die Leute finden das gut, wenn ihr sowas fahrt. Ihr seid gerne genommen auf jeder Rallye und ist eine absolut sichere Geldanlage. Und das ist in heutigen Zeiten ja wichtig. Und wirklich gute Autos gibt es nicht viele. Also das dürft ihr nicht unterschätzen. Und wenn ein wirklich guter 356 am Markt ist, immer gleich zupacken. Und das ist hier ein wirklich gutes Auto. Da kann man wieder sagen, echt Cargold-Qualität. Also das Auto hier bekommt unseren Stempel, der Wagen ist top. Hat doch einen schönen Sound, ne? 356 Sound ist toll, vor allem bei ihm hier. Die frühen 356a, er brüllt ja richtig los. Also die frühen 356a haben das nicht, aber er hier hat das. Deswegen ist natürlich der mit 95 PS auch der spannendste. Es geht auch der 356c, aber das ist ein Riesenunterschied. Er hatte nur 75 PS und lange nicht diesen tollen Sound und war auch mit 75 PS halt eben nicht ganz so schnell. Der ist vielleicht 160 gefahren. Das reicht zwar auch, aber die Beschleunigung bei dem Auto ist wirklich toll. Und er macht Spaß zu fahren. Totales Spaßauto. Ja, jetzt noch einmal schön beschleunigen. Ja, macht eine riesen Laune. Jetzt haben wir noch 500 Meter. Fazit, toller 356, absolut meine Empfehlung, super Qualität, alles dokumentiert. Haben wir da, Auto steht in Beuerberg, später in Rosenheim im Laden bei uns. Kommt mich gerne besuchen, wenn ihr solche Autos in der Top-Qualität habt. Ist das immer was für mich? Bitte mir anbieten, Stefan Luftschitz auf info@cargold.com oder ihr könnt mir ja auch anrufen 080 36 und dann die 7004 oder natürlich unsere Hamburger Kollegen, die auch voll im Thema sind am Flughafen Hamburg Airport. 040 25 33 5000. Also, alles Gute, euer Stefan Luftschitz, bis bald und ciao. So, und jetzt haben wir sogar noch einen kleinen Nachspann, was ich gerade sehe hier vorn. Das sieht ja total nett aus. Den haben wir vorhin bekommen, einen Three-Wheeler im ersten Verdeck im Originalzustand. Das ist ja toll. Also auf den Film mit dem Auto hier freue ich mich richtig. Schaut euch das mal an. Alles original. Sowas ist 1934 gebaut worden. Ein absolut cooles Auto, was es nicht alles gibt. Freue ich mich schon drauf. Wird ganz spannend, 100%ig. Aber ich glaube, da muss ich richtig lernen. Ja, also nochmal alles Gute, euer Stefan Luftschitz. Bis demnächst und ciao.